Ja, hallo zusammen. Ich freue mich heute sehr auf unser zweites Gespräch aus der ToolSense Interviewreihe Werkstattgespräche. Ich bin Jennifer und ich bin für die Kommunikation bei ToolSense zuständig. Unser heutiger Gast ist Herr Thomas Dannhof von Blitzblank, der im Bereich Business Development tätig ist. Und dann darf ich natürlich noch Alexander Manafi, CEO und Co-Founder von ToolSense vorstellen. Herr Dannhof, vielleicht können Sie selbst noch ein, zwei Sätze zu sich und zu Blitzblank sagen. Ja, und zwar, mein Name eben, wie gesagt, ist Thomas Dannhoff. Ich bin unter anderem für das Business Development bei Blitzblank zuständig, komme aus der Unternehmensberatung, war 15 Jahre lang selbstständiger Unternehmensberater und da hauptsächlich im Bereich Unternehmensreorganisation tätig. Und Innovation war immer ein großes Thema für mich und das haben wir jetzt versucht bei Blitzblank umzusetzen. Wer ist Blitzblank? Blitzblank ist ein Reinigungsunternehmen in der dritten Generation. Das heißt, es gibt schon 85 Jahre und noch immer familiengeführt. Und die Herausforderung eben bei einem Reinigungsunternehmen ist es, sage ich einmal, moderne Werkzeuge in traditionelle Handwerksbetriebe, wie die Reinigung halt ist, einmal hineinzubringen. Und das habe ich mir so ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht. Das klingt doch super. Dann kommen wir doch schon zur ersten Frage. Und zwar, wie sind Sie überhaupt auf ToolSense aufmerksam geworden? Ja, das ist lustig. Eigentlich waren wir auf einer Messe und wollten bei einem Lieferanten eigentlich eine Maschine uns anschauen und waren eigentlich gar nicht darauf gefasst, irgendwas mit zum Thema Innovation oder auch Maschinenmanagement zu machen. Und zufälligerweise habe ich dort den Herrn Malafi getroffen und er war sofort, eigentlich war man uns sympathisch und Feuer und Flamme und haben relativ schnell ein Projekt zu diesem Thema gestartet. Ja, und dann vielleicht auch anknüpfend daran, wie sah denn der Status quo im Maschinenmanagement aus und wie haben sich die Prozesse durch ToolSense jetzt verändert? Also grundsätzlich, der Status quo war so, dass ein relativ dezentrales System geherrscht hat. Das heißt, jeder Objektverantwortliche hat sich seine Maschinen von dort besorgt, wo er geglaubt hat, das ist die richtige. Das heißt, wir hatten einen Maschinenpark von unterschiedlichsten Typen, Herstellern, Anwendungsfällen und eigentlich kein System oder kein System und keine Standardmaschinen. Und die Herausforderung war da natürlich zu sagen, einerseits, wie behalte ich meine Flexibilität? Das heißt, mache ich mich herstellerabhängig? Das war eigentlich nicht unser Wunsch, sondern wir wollten eine Plattform schaffen, wo wir quasi mit einem System alle möglichen Maschinen und auch alle möglichen Hersteller abdecken konnten. Und das haben wir eigentlich mit der Firma ToolSense gefunden. Ja, das klingt doch super. Wo sehen Sie denn vielleicht jetzt nochmal die wirtschaftlichen Vorteile in der Nutzung von ToolSense? Die wirtschaftlichen Vorteile müssen sein, dass wir uns natürlich einerseits Personalressourcen ersparen. Das heißt, dem Objektleiter seine Zeit oder seine kostbare Zeit ersparen, indem er dann andere Dinge tun kann. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist natürlich, dass wir schon versuchen, mit diesem Werkzeug die Maschinenkosten um 10 bis 15% jährlich zu senken. Ist am Anfang natürlich eine sehr große Herausforderung, werden wir gerade in der Anfangsphase nicht schaffen. Und da muss ich dazu sagen, natürlich am Anfang entstehen automatisch Mehrkosten dadurch, aber ich glaube fest daran, dass innerhalb 1,5, 2 Jahren der Return on Investment dann gegeben ist. Alexander, hast du da vielleicht noch was hinzuzufügen? Ja, wie der Herr Dannhoff gesagt hat, haben wir einerseits die Zeitersparnis. Also wir sehen halt einfach, dass sehr viele Prozesse heute manuell passieren, dass Sachen halt mehrgleisig laufen. Also der telefoniert mit dem, währenddessen macht der sich schon was anderes mit dem anderen aus und dass halt sehr viele Sachen parallel passieren und dass wir da irgendwo eine Ordnung und eine Struktur und einfach eine Transparenz hineinbringen wollen. Und das andere ist natürlich auch ja, einfach die Maschinendisposition, wo wir halt sehen, dass teilweise zu große Maschinen im Einsatz sind, teilweise zu kleine, teilweise hat man eine Maschine, es wird dann trotzdem manuell gereinigt. Und da sehen wir halt heute einfach, also in der Reinigung geht es ja um jeden Euro, ja, und es wird ja auch, also ganz geringe EBIT-Margen, es wird um jeden Euro gekämpft. Und wir sehen halt dann auch bei den Maschinen einfach noch so viel Optimierungspotenzial,
Und auch wirklich, das ist halt auch deswegen auch interessant, weil ich da halt Kosten sparen kann und nicht irgendwo beim Personal halt irgendwo zupacken muss. Und ja, das ist auch ein was das Ganze interessant macht. Und Herr Dannhof, Sie hatten es eben schon ein bisschen angedeutet, aber warum haben Sie sich denn genau für ToolSense und nicht für eine Herstellerlösung entschieden? Also der Hauptgrund war natürlich, herstellerunabhängig zu sein. Das heißt, dass ich mich jederzeit entscheiden kann, auch wenn es nicht funktioniert, die Maschine einen anderen Hersteller zu nehmen. Das zweite war auch ToolSense, also grundsätzlich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Berater und auch meiner, wie soll ich sagen, meiner Liebe zu Start-ups war mir das auch sehr wichtig, einen Partner zu finden, wo ich auch aktiv mitwirken kann in der Entwicklung oder meine Ideen einbringen kann. Und das kann man natürlich bei großen Herstellerplattformen nicht, weil die sind natürlich fertig, haben ihr Produkt auch strategisch positioniert und da war schon der Reiz auch dahinter, mit ToolSense gemeinsam an Ideen zu arbeiten. Ja? Und zwar so an Ideen zu arbeiten, nicht nur für uns jetzt, sondern generell für die Branche an sich, weil ich glaube auch fest daran, wenn das Tool in der Branche etabliert ist, dann haben wir alle miteinander einen Mehrwert dadurch und nicht nur unser Unternehmen, sondern die Branche an sich. Ja, ich glaube, da haben Sie definitiv was Gutes angesprochen. Alexander, da kannst du vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Also wie leistet ToolSense denn diesen herstellerübergreifenden Einsatz? Ja, ich meine, auch so beim Thema IoT hat irgendwo jeder Hersteller sein eigenes Süppchen gekocht. Ja, und dann macht der eine alles für die gelben Maschinen, der andere alles für die roten, der dritte alles für die grünen. Und weil jeder auch irgendwo, sage ich mal, sich irgendwo abgrenzen möchte, ja, und dass halt möglichst viel von der eigenen Marke gekauft wird. Und haben dann halt auch teilweise technische Hürden eingebaut, dass halt, sage ich mal, die Maschinensprachen nicht offengelegt werden etc. Und wir haben eine eigene IoT-Hardware auch entwickelt, ja, mit eigener Sensorik drauf und wo wir eigentlich mit so intelligenten Algorithmen eigentlich feststellen können, für alle Maschinentypen von jedem Hersteller, Sachen wie Laufzeit, Ladezyklen etc. Und dass es egal ist, ob die Maschine jetzt rot, grün, gelb, blau ist, sondern ich kann das überall drin haben. Also ob jetzt im Staubsauger, wie wir das ja auch bei Blitzbank probeweise mal gemacht haben, bei also auch so kleinen Sachen, ja, funktioniert genauso wie bei einer großen Maschine. Und eben durch die eigene Sensorik eigentlich wird das dann auch ermöglicht, die wir da entwickelt haben. Und wie schätzt du grundsätzlich den Stand der Digitalisierung in der Reinigungsbranche ein, Alexander? Oder vielleicht auch Herr Dannhof? Aus meiner bescheidenen Erfahrung sind wir am Anfang der Digitalisierung, weil wir natürlich grundsätzlich auch mit Personal arbeiten, die natürlich Anlernkräfte sind, das heißt keine Spezialisten. Und damit ist immer eine gewisse Hemmschwelle, eine Maschine zu benutzen. Und da geht es eher jetzt um typische Staubsauger, Bodenwaschautomaten, also eher mechanische Bearbeitung und Digitalisierung hat eigentlich nur in den Zentralen bei der Verrechnung jetzt einmal Einzug gehalten. Und es gibt aus meiner Sicht hier einen riesigen Aufholbedarf, weil Daten und auch die Nutzung und die Verwendung von Daten oder auch die Sammlung von Daten, da sind wir noch am Anfang. Ja. In Deutschland tut sich da schon ein bisschen mehr, aber wir haben schon erkannt, dass wir eigentlich ein Vorreiter sind, weil wir relativ schnell dann auf die Schiene gekommen sind oder relativ schnell in der Umsetzung waren. Und da merkt man schon eigentlich, wie träge manche andere Unternehmen noch sind oder auch die Entscheidung noch nicht gefallen ist, wir gehen jetzt diesen Weg. Darum glaube ich, dass da noch sehr viel Aufholbedarf in der Branche ist. Alexander, willst du da vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen? Ähm, ja, also ich stimme dem zu und jetzt auch gerade bei unserem Thema, also weil natürlich auch von Herstellerseite immer extrem viel präsentiert wird, was Robotik angeht und Augmented Reality und alles Mögliche. Und dann ist immer die Frage, wie weit sind diese Sachen heute angekommen? Und bei unserem Thema, ob man da jetzt eine Firma nimmt mit mehreren, von klein bis groß, sage ich mal, ja, arbeiten heute eigentlich alle bei Excel, mit Excel bei dem Thema. Alles ist manuell, es ist überall trotzdem WhatsApp und E-Mail und was auch immer im Einsatz und es haben alle irgendwo den gleichen Dschungel vor sich. Ja. Und ich stimme da dem Herrn Dannhoff absolut zu. Ich glaube, und das sieht man auch in anderen Branchen, also die da auch sag ich mal, mit irgendwo einer Vision rangehen an das Thema und auch entschlossen agieren.
und wo nicht vorher, sage ich mal, man 50 Mal den Excel-Business Case durch alle Gremien durchgeschleift hat, ja, sondern wo man halt irgendwo am Tisch schaut und sagt, okay, wir machen das jetzt. Das ist, glaube ich, das, was auch dann immer der Wettbewerbsvorteil ist, langfristig. Ja. Und ja. Herr Dannhof, Sie haben ja da also eigentlich eine Vorreiterposition. Sie sind in Sachen Digitalisierung jetzt schon mal einen Schritt voraus, würde ich sagen. Hatten Sie denn Angst davor, diesen Schritt zu gehen? War das für Sie eine große Veränderung? Ich hatte Angst, ist vielleicht das falsche Wort. Ich hatte den großen Respekt davor, das Projekt auch auf Schiene zu bringen. Weil eben aufgrund meiner Erfahrung als Unternehmensberater habe ich schon sehr viele Projekte scheitern gesehen. Und zwar nicht, weil sie schlecht konzipiert wurden oder weil das Produkt schlecht war, sondern weil man dann nicht den Atem gehabt hat, es tatsächlich durchzusetzen. Und dann irgendwann einmal natürlich irgendein Finanzler unter Anführungszeichen kommt und sagt, das Projekt ist zu teuer. Das haben wir den großen Vorteil, dass ich auch in einer Funktion das Controlling unserer Unternehmensgruppe mache und wir dahingehend relativ kurze Entscheidungswege haben und wir auch unter Anführungszeichen genügend finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, um dieses Projekt durchzuziehen. Das heißt, das war natürlich ein riesiger Vorteil, sich nicht permanent jetzt wieder in irgendeiner Beweisnotlage zu finden und zu erklären, warum das Projekt sich rechnet oder nicht. Ja. Aber die Herausforderung, sagen wir mal so, war schon, auch die Leute davon zu überzeugen. Und das ist, glaube ich, generell das größte Thema, zu sagen, okay, wie überzeuge ich meine Mitarbeiter, dass das was Gutes ist. Weil am Anfang ist es mehr Arbeit, keine Frage. Und da sind wir gerade in diesem Prozess, sind wir gerade. Also wir sind noch nicht durch, aber es wird jetzt langsam besser. Man merkt es, dass die Mitarbeiter mittlerweile dieses Tool verwenden, natürlich auch viele Verbesserungsvorschläge haben, viele Veränderungen, aber sie verwenden es einmal. Also das heißt, da sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Ja. Das klingt doch gut. Jetzt haben wir noch eine abschließende Frage, die sich an Alexander und Herrn Dannhof zusammenrichtet. Wie schätzen Sie die Entwicklung der Reinigungsbranche in den nächsten 10 Jahren im Kontext der Digitalisierung ein? Was wird sich da noch tun? Also ich bin ein Verfechter von von Automatismen. Ich sage mal, alles, was wir automatisieren können, alle Tätigkeiten, die wir nicht durch Menschen machen können, sondern auch durch Roboter teilweise, hilft auch den Mitarbeitern, ihre Arbeit besser zu erledigen. Es wird sich natürlich in Richtung Robotik verschieben, aber ich glaube auch, dass die ganzen Prozesse rundherum sich verändern werden. Wir sind nahezu mittlerweile schon in einem papierlosen Büro, das heißt, Digitalisierung wird sehr viel sein, Prozesse zu automatisieren, papierlos zu werden, viele Informationen digital zu unseren Mitarbeitern zu bringen. Das ist die größte Herausforderung. Wir sind ein kleines Unternehmen und haben schon 1000 Mitarbeiter. Die großen Unternehmen in Österreich haben teilweise 10.000, 15.000 Mitarbeiter. Wie komme ich zu denen? Ja, also das ist die größte Herausforderung und ich glaube, in den nächsten paar Jahren wird es dort ganz einfach hingehen, dass wir alles über digitale Medien kommunizieren. Ja, das klingt doch gut. Alexander, willst du da auch noch was zu sagen? Ja, ich meine, die Reinigungsbranche ist ja grundsätzlich in dem Spannungsfeld, dass halt einerseits ist es wirtschaftlich sehr schwierig und man steht auch noch vor der Herausforderung, dass Personalkosten tendenziell steigend werden, auch in dem wirtschaftlichen Umfeld, wo wir jetzt sind, in Inflation etc. Das heißt, das wird auch dann nochmal die Lohnkosten nach oben treiben. Andererseits kommen halt jetzt auch von EU-Seite so Nachhaltigkeitsrichtlinien etc. Das heißt, da kommt schon sehr viel Druck und ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, dass man halt diesen Druck irgendwo bewältigt, ist, dass man halt die ganzen Ineffizienzen angreift, die heute noch da sind. Und da wird halt die Digitalisierung natürlich das Mittel sein und das wird sich in den unterschiedlichsten Bereichen durchziehen. Weil nur so geht's, ja, weil es ist andererseits so wieder extrem harter Wettbewerb, ja, und irgendwo muss dieser Druck hin und ich glaube, da ist eine wirklich gute Möglichkeit, dass man da noch einiges heben kann. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Ausblick und auch interessanten Austausch. Es hat mich oder es hat uns sehr gefreut, dass Sie heute hier waren, Herr Dannhof. Und ja, vielleicht hören wir uns ja bald wieder.
Dankeschön. Danke. Tschüss.